Sprunggelenk und tiefe Kniebeuge. Mein Ansatz, Zeitverschwendung. Das, was die meisten Leute hinterm Bildschirm unter Mobility verstehen, widerlegen wir, glaube ich, hier gerade. Die Innenrotation ist sehr, sehr häufig eine der signifikantsten Dinge, die die Kniebeuge verbessern kann. Je weiter runter, desto schwieriger. Wie frustrierend. Das Becken will hier reindrehen. Punkt der Hüfte auf, nice. Okay, und dann wieder den Punkt des Beckens nach hier vorne. Dann machen wir das Ganze. Ich mache mein Leben nichts anderes als Sport und beschäftige mich damit, wie mein Körper im Raum zum Kabelzug steht und so weiter. Und du setzt mich hier einmal in eine Bewegung, die ich noch nie gemacht habe, bin fix und fertig. Das ist Wahnsinn, ne? Wenn ich Leon das nächste Mal besuche, dann nur, um ihm vorzuführen, wie ich den Spagat mache. So Leute, im Teil 2 habt ihr gesehen, dass in der Außenrotation doch schon ein paar Punkte vielleicht sogar wichtig sind, die ihr bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Jetzt kümmern wir uns um ein weiteres Bodybuilder-Problem, so ganz typisches, wo jeder Zweite eigentlich mit auf mich zukommt im Training und damit konfrontiert ist. Und das ist die Sprunggelenksmobilität. Ja. Ich komme nicht tief genug runter in der Kniebeuge. Was kann ich machen? Okay. Ja, Sprunggelenk und tiefe Kniebeuge. Mein Ansatz, Zeitverschwendung. Und wir wollen uns auf die Hüfte fokussieren. Spannend. Simpler Punkt. Ich zeig's einmal. Ich kann in die tiefe Kniebeuge gehen, ohne dass ich meine Sprunggelenke großartig hier mit integriere. Ich kann das aber auch, die Bewegung mit Sprunggelenken. Natürlich will ich vorneweg sagen, ich habe Längenverhältnisse, Oberschenkel zu Unterschenkel, Unterkörper zu Oberkörper, die mir das erlaubt. Aber so sah meine Kniebeuge nicht immer aus. Ich komme aus dem Fußball. 15 Jahre, stocksteif, bin nach hinten umgefallen. Warum? Weil meine Hüftbeweglichkeit so gut wie nicht vorhanden war. Und ich habe auch angefangen mit Sprunggelenk, Sprunggelenk, Sprunggelenk. Und ich sage das nicht nur auf Basis meiner eigenen körperlichen Erfahrung, sondern auch auf Basis von Klienten und auf einem ganz einfachen Verhältnis von die meiste Bewegung in der Kniebeuge kommt aus der Hüfte, nicht aus dem Sprunggelenk. Und für die Tiefe ist Folgendes entscheidend. Und zwar, wenn ich hier runter gehe, dann muss ich ja erstens Außenrotation in der Hüfte besitzen, um meine Knie nach außen zu bekommen. Okay, also das ist relevant. Was aber genauso relevant ist, ist, was das Becken macht. Und zwar, das Becken will nach vorne kippen. Und das, was das Becken nach vorne kippt, das ist Innenrotation. Das heißt, es ist ein interessantes Verhältnis aus Außen zu Innenrotation, wenn es um die Kniebeuge geht. Und dann kommen noch so die Verhältnisse von nicht nur der Außenrotation, sondern je weiter ich meine Knie nach außen bringe, desto mehr Dehnung kann ich potenziell auf die Adduktoren bringen. Das heißt, die Adduktorenbeweglichkeit kann genauso relevant dafür sein. So, wenn ich jetzt weiter und weiter und weiter und weiter und weiter runter gehe, dann ist noch ein relevanter Punkt dabei, nämlich die Hüftbeugung. Wodurch wird die Hüftbeugung beeinflusst? Einmal dadurch, wie weit ich beugen kann im Hüftgelenk, aber was könnte ein limitierender Faktor sein? Die Hemmis. Okay? Demnach, wir sprechen jetzt über ganz viele Bereiche, die die Tiefe der Kniebeuge beeinflussen, wenn es um die Hüfte geht. Und demnach meine These. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr die Hüftbeweglichkeit relevant ist dafür, als das, was vielleicht mein Gastrocnemius und mein Soleus für diese Bewegung im Sprunggelenk machen, was sehr geradlinig, sehr einseitig ist, dass das eher sekundär oder tertiär ist für die Bewegung in der Kniebeuge. Daher kommt so meine Argumentationskette. Super spannend. Ich würde mal gerne mit 2, 3 Punkten reinspringen. Denn wie würdest du jetzt das Ganze ableiten, wenn wir zum Beispiel über eine Hackenschmidt-Kniebeuge reden, wo die Hüfte ja tendenziell steifer ist, beziehungsweise nicht irgendwie den Grad hat, auszuweichen, wo dann tendenziell die Sprunggelenksmobilität doch mehr im Vordergrund steht. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen halt wirklich so stocksteif runter und schieben die Hüfte halt gar nicht in irgendeine Richtung, ist die wahrscheinlich schon mehr relevant. Aber auf der anderen Seite, wir haben es auch im ersten Teil angesprochen, in der heutigen Zeit ist immer mehr dieses
Training in der Dehnung im Trend. Und gerade beim Wadentraining macht es eigentlich mittlerweile auch so ziemlich jeder, dass halt wirklich in die volle Dehnung gegangen wird. Meistens wird da sogar noch mal die Bewegung gehalten. Das heißt, wir haben schon sehr viel Zeit, sogar unter Last in diesem gedehnten Bereich, was ja eigentlich das Sprunggelenk schon relativ mobil machen sollte. Die meisten trainieren es vielleicht sogar noch vor den Quadrizepsübungen. Dein Gesicht verzieht sich, bin gespannt auf deine Antwort. Was ja erstmal schon so für eine gewisse Grundbeweglichkeit in dem Bereich liegen sollte, Ja. was aber die Erklärung 1:1 liefern würde. Wir haben uns eigentlich schon darum gekümmert, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist dann alles andere drumherum. Warum ich gerade so ein bisschen so, da kam ein Gedanke. Und zwar, wenn es um Sprunggelenk geht. Der Fuß ist einer der Bereiche, der fast die meiste Muskulatur hat. Wenn es um Verhältnis von Fläche zu Muskeln geht. Und das Interessante ist ja, dass bei der Sprunggelenksbeweglichkeit sich so gut wie nur auf die Wade fokussiert wird. Und dementsprechend nur, wie weit ich hier nach vorne komme. Das ist aber nur ein Teil der wieder Bewegung, die das Sprunggelenk kann. Bedeutet, genauso wie ich das hier versuchen will zu fördern, wenn es um die Sprunggelenksbeweglichkeit geht, ist es für mich relevant, das hier zu machen. Und auch das fördert die Sprunggelenksbeweglichkeit. Weil die Analogie dazu wäre es, wenn ich die ganze Zeit nur versuche, meine Schulter beweglich zu machen, indem ich nur so weit nach hinten ziehe wie möglich. Ich will meine Schulter beweglicher machen und ich versuche die ganze Zeit das. Aber ich mache nie das. Das ist, was die meisten mit dem Sprunggelenk machen. Ich hatte gesagt, viele Muskeln da. Was noch relevanter ist, ich ziehe die Socken jetzt nicht aus, aber sind die Zehen. Simples Beispiel an der Hand. Kannst gerne mitmachen. Mach doch gerne mal das, was wir im Sprunggelenkstraining machen. Nämlich, wir wollen möglichst viel Kompression ins Gelenk bringen. Okay. So, das heißt, das hier ist jetzt mein Fuß. Okay. Und ich will hier einfach nur hier reingehen. Versuch mal richtig da reinzugehen. So, jetzt nehme ich meinetwegen noch eine Kettlebell, stell die da drauf, drück. Okay? Nur machen wir das beim Fuß übers Knie. Das heißt, dass wir über diesen Hebel gehen. So, wie viel Dehnung merkst du gerade? Schon einiges. Okay. Und wie sieht's aus im Gelenk? Wie angenehm, unangenehm ist das? Wie viel? Unangenehm. Okay. So, kurz schütteln. Wunderbar. Jetzt mach dasselbe mal bitte und bring das mal in die Gegenseite. So, wie viel Dehnung merkst du da? Im entgegengesetzten Bereich jetzt. Ja? Ja, das ist einiges, viel mehr. Okay. Ist das unangenehm? Nein, fühlt sich gut an. Und das ist nämlich der Punkt. Warum? Hier dehnen wir jetzt Muskulatur. Das, was die meisten aber machen, ist, nicht die Muskulatur zu dehnen, sondern sie komprimieren nur ihr Gelenk. Das heißt, ich versuche hier die Kettlebell draufzusetzen und sie fokussieren sich gar nicht auf die Dehnung. Etwas, was du gerade beschrieben hast, das geht schon ein bisschen mehr in die Dehnung, weil die meisten dann eben über die Kniestreckung arbeiten und das hier machen. So, das sind aber zwei verschiedene Muskeln und zwei verschiedene Funktionen. Demnach können wir, wenn wir das an einer Smith Machine machen oder so, ist relevant, dass erstens, wenn du deine Sprungbeweglichkeit fördern willst, einmal mit gestreckten Füßen, mit gestreckten Knien und mit gebeugten Knien zu machen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, genauso in die Gegenposition zu gehen. Und dann kommt jetzt noch der Punkt, den ich mit dir jetzt direkt durchgehe. Und dann haben wir das Sprunggelenksthema abgehakt und wir fokussieren uns auf das eigentliche Thema. Sind nämlich die Zehen. Jetzt unsere Finger. Mach das bitte nochmal. Geh nochmal in diese Kompression, aber bring mal die Finger mit rein. Wie fühlt sich das an? Weil der Hebel sich verlängert, habe ich natürlich deutlich mehr. Noch mehr Dehnung. Ja, Fühlt sich das genauso komprimiert und unangenehm an im Gelenk? wesentlich besser. Wahrscheinlich nicht, ja, weil du nicht so krass ins Gelenk drückst, sondern mehr über die Dehnung der gesamten Muskulatur arbeitest, die Teil vom Gelenk, Handgelenk, Fußgelenk ist. Und dasselbe könnten wir natürlich in diese Richtung machen, nur jetzt haben wir hier so ein bisschen Aber ich kann's die mindestens Schwierigkeit, 4 und genau, 4, ja. kannst noch so ein bisschen, ja. Hier ist es allerdings etwas schwieriger. Dasselbe Prinzip wenden wir jetzt an, weil Hände sind wie Füße, wenn es um unsere Sprunggelenke geht. Zieh doch bitte einmal deine Schuhe aus. Und komm mit mir einmal bitte auf Was hältst du übrigens von meiner Schuhwahl mit breiter Zehenbox? breite Zehenbox.
befürworte ich sehr. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt ja die Zehen mit reinbringen wollen. Du machst jetzt mal bitte Folgendes. Setz dich mal mit mir in den Wadensitz. So, Video ist vorbei. Kannst auch gerne, wir können auch hier aufs Gummi gehen. Genau. Aber es ist ja auch ein Mobility-Video. Also Exakt. gehört das dazu. Und das ist alleine schon Beweglichkeitstraining. Und dadurch, dass du genügend Körpergewicht mitbringst, ja, ist das alleine schon für dich fordernd, schon eine gute Intensität. Also ich muss mich schon jetzt richtig reindrücken, weil sonst würde mein Körper das machen. Ja. Demnach würde ich dir durchaus sagen, mach das etwas häufiger. Und in dem Fall, was merkst du beim Sprunggelenk? Merkst du da jetzt gerade überhaupt sehr viel oder übernimmt gerade der Quadrizeps? Nee, ich merke da richtig Okay. gut vorne. Okay, gut. Genau da wollen wir hin. Das ist genau dieselbe Dehnung, die wir meinten. So, jetzt stellst du mal bitte deine Füße auf. Also auf die Zehenspitzen? Ja. Also ich guck mal. Ja. Okay. Ja, also einmal so. Ja. Okay. Und dann wieder reingehen. Jetzt spüre ich nur die Unterseiten von den Füßen. Exakt. Und die hat genauso eine Relevanz für die Beweglichkeit deines Sprunggelenks. Ah. Sogar noch krasser, weil diesen Bereich, ich glaube, den habe ich. Ist wahrscheinlich wieder so ein Wow-Effekt. Das ist wieder genau das hier. Hat man noch Nimmst nie du gemacht. die? Aus Versehen, so in dem Sinne, ne? Ja, und das ist genau die gleiche Funktion. Wir sind jetzt gerade Dorsiflexion Ja. oder eigentlich Dorsalextension. Ja, aber das ist dasselbe wie hier. Nur jetzt bringen wir die Zehen mit rein, wie wir es eben gemacht haben mit den Fingern. Und wir sollten nicht mehr so viel krasse Komprimierung im Gelenk spüren, obwohl wir in diese Richtung arbeiten, sondern die Zehen. Du kannst auch noch mal versuchen, dich so ein bisschen nach hinten reinzuschieben. Das geht auch noch. Oh ja. Exakt. So, und dann streckst du mal bitte wieder deine Füße und setz dich mal wieder schön in den Wadensitz. Ah, guck mal. Seine Mobility funktioniert, Leute. Ja. So, und du hattest was zum Thema Füße und Patella vorhin gesagt. Ich gehe jetzt einfach mal auf Basis dessen, was du mir bisher über deine Kniebeuge gesagt hast. Ich habe deine Belt Squats gesehen und so weiter. Schöne, nice Kniebeuge. Und hör mal, ich muss sagen, Alter, ey. Junge, Da werde ich immer drauf angesprochen. Ich habe noch nie meinen Medius extra trainiert. Das ist Ja. immer durch die externe Rotation. Durch die Ausrotation, Ja, ne? ja. Hör mal, sieht krass aus. Auf jeden Fall, wenn das die einzige Übung ist, die du vorher machst, bevor du dann deine Aufwärmsätze machst, Ja. gehe ich sehr stark davon aus, dass du weniger Probleme im Knie hast. Und zwar einmal fürs Sprunggelenk, alles was du jetzt im Fuß, an Fußstellung, du meintest ja, das hat eine Relation zur Fußstellung. Und das ist ja der geile Bereich. Allein von der Anamnese ergibt es sich mir, dass du wahrscheinlich irgendeine Fußstellung zu Kniestellung, Proportionalität unbedingt einhalten musst. Und wenn wir dafür mehr Belastbarkeit sorgen, und das ist die simpelste Übung dafür, die braucht kein Gerät, die kannst du zu Hause machen. Ja, dein Körpergewicht reicht aus. Du kannst aber auch mit deinem Körpergewicht dosieren, ob du das zum Beispiel unterstützt oder nicht. Du lässt die Schwerkraft wirken und trotzdem hast du ein bisschen eine Bewegungskomponente mit drin, indem du jetzt hier schön reingehst, dich nach hinten lehnst. Damit kannst du das intensivieren. Dann wieder Füße strecken, schön reingehen, intensivieren. Und man kann es dann auch noch später, ja, kann man noch ein bisschen weiterarbeiten, wenn man sehr beweglich geworden ist. So. Und dementsprechend die simpelste, einfachste, finde ich, so beste Sprunggelenk. das wäre so deine, jetzt auf meine Anamnese bezogen, vor dem Training, was du mir empfehlen würdest. Exakt. Ja. Und das Ziel, was ich für dich hätte, ist, dass du das so simpel machen kannst wie hier. Dass deine Belastbarkeit so gesteigert ist, aka, was ist Beweglichkeit? Dehntoleranz. Dass du in dieser hohen Range of Motion dich besser fühlst. Und hat das eine Spezifik zu der Kniebeuge? I bet. Weil du sagtest ja, dass wenn du in der Hackenschmidt bist, dass dieser Knievorschub, dieses auf den Vorfuß zu gehen, genau das machen wir hier gerade. Spezifischer geht's gar nicht. Ja, super geiler Punkt. Wo ich auch umdenken muss, weil ich habe auch damals immer noch empfohlen, packte die Kettlebell Ja. drauf, weil man merkt natürlich schon auch dann irgendwo eine gewisse Verbesserung, aber es ist halt nicht... Ja, und es ist halt total einseitig. Es ist wirklich nur Ja. Soleus. Ja, Okay? Hammer.
Erster Baueffekt für mich jetzt schon wieder. Oh, geht auch meine Kniebeuge, schade, die haben wir vorher nicht getestet, aber hab ich versemmelt. Ich benutze Gewichtheberschuhe, das heißt, die wird wahrscheinlich gar nicht so geil aussehen. Ja, und ich merke direkt wieder. Jawohl. Und das wollen wir jetzt einmal ein bisschen aufarbeiten, und zwar mit den 2, 3 Tests für die Hüfte. Kannst du dich einmal auf den Rücken legen, und zwar lang. Am besten einmal zur Kamera. Kannst du auch gerne aufs Holz legen. Wunderbar. Sehr schön. Von hier darfst du jetzt mal bitte Beine zusammen. Nee, und zwar einfach nur lang und zusammen. Perfekt. So. Ein Bein bitte auf 90 Grad. Sehr schön. Und jetzt lässt du das Knie hier und deinen Fuß drehst du mal bitte nach da. Jawohl. Okay. Und was sehe ich? Außenrotationseinschränkung. Ja? Einschränkung sage ich mal insofern, lass mal locker. Guck, da geht noch ein bisschen was. Okay. An sich hätte ich gerne deinen Fuß ungefähr hier. Aktiv. Okay. Das heißt, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial in der Außenrotation. Ja. So, mach das bitte mal auf der anderen Seite. Okay. Fühlt sich das für dich unterschiedlich an? Locker lassen? Fühlst du einen Unterschied? Super. Keinen großen Unterschied. Sieht auch ungefähr gleich aus. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Jetzt bringst du mal bitte, und der Test wird spannend für mich, weil das, ja, ich sag mal nichts dazu. 90 Grad auf beiden Beinen. Schön hoch, sehr schön. Ungefähr faustbreit Platz lassen, wenn deine Adduktoren es erlauben und dein Rumpf es erlaubt. Okay. Erklär mir mal erstmal, weil es ist sehr fordernd im so Verhalten. Ja. Kein Problem. Was du jetzt machen möchtest, die Knie auf Höhe der Hüfte zu lassen und dann nach außen zu drehen. Okay. Und zwar den Fuß nach außen. Alright, kannst du ein bisschen enger zusammenbleiben. Sehr schön. Okay, so, und von hier sehen wir jetzt auch, Innenrotation ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, links. Noch einmal. Okay, links ist leicht schwieriger, so wie es aussieht. Lass gerne mal locker. Okay. Gut, dann einmal wieder lang machen. Und dann das andere Bein nochmal schön locker lassen. Okay, wie fühlt sich das im Vergleich an? Mehr eingeschränkt, oder? Ja, also beim aktiven Test sah es ebenso aus, als wäre links mehr eingeschränkt. Allerdings kann das sein, dass du mich ein bisschen ausgetrickst hast, weil du hast das Bein ein bisschen nach außen genommen und dann gedreht. Und deswegen halte ich immer gerne so 90 und die Faust dazwischen. Ich fühle hier viel schneller so ein Endgefühl. Ja? Und liege ich nochmal richtig in der Erinnerung, dass du gesagt hast, dass die Einschränkung, wenn Patella, eher rechts oder ist es beidseitig? Mal so, mal so. Würde ich gar nicht. So. Okay. Ist beides schon aufgedrückt. Alright, gut. Denn eine Sache, die ich meinte, kannst gerne in den Sitz kommen, ist, dass die Thematik, wenn es um die Beweglichkeit in der Kniebeuge geht, die Innenrotation ist sehr häufig, ich muss mit diesen Generalisierungen aufpassen, ist sehr, sehr häufig eine der signifikantesten Dinge, die die Kniebeuge verbessern kann. Ja, denn wenn du hier runter gehst, etwas, was häufig passiert, ist das rund zu werden. Genau. Okay? Und das Rundwerden wird dadurch aufgelöst, dass ich mein Becken nach vorne kippen kann und meine BWS aufrichte. Hier haben wir übrigens auch wieder die Extensionsthematik in der BWS. Das heißt, einerseits kann die Extension helfen, viel wichtiger ist aber, dass du dein Becken nach vorne kippst und dann kommt die Komponente der Außenrotation hinzu. Ja, dass du deine Knie nach außen bringst. In beiden Situationen sehen wir eine mögliche Einschränkung, in der wir jetzt gucken, was ist das Sinnvollste für dich. Und ich würde jetzt ganz simpel sagen, wir starten mit der Innenrotation und gehen dann über zur Außenrotation. Und das Ganze können wir tatsächlich an demselben Punkt machen. Ich gucke gerade, welches Gerät frei ist. Denn was ich hier sehr, sehr gerne mache, ist an einen Kabelzug zu gehen und mit einer Schrägbank zu arbeiten. Okay. Alright? Auf geht's. Let's go. Ich habe mal was Hübsches vorbereitet. Und zwar eine Schrägbank. Auf Basis der Testung habe ich die relativ hoch eingestellt. Ich würde sie so ungefähr hier oder hier machen. Man kann es auch ohne Kabelzug machen.
und nur mit einer Schrägbank. Was wir hier machen, ist, ich nenne das Elevated Pigeon Stretch. Pigeon Stretch ist so diese Taube aus dem Yoga, ja, wo du das Bein vorne in die Außenrotation und das andere Bein nach hinten rein. So, wenig progressiv beladbar, hängen wir da drin, schlafen ein. So, du möchtest Fuß hier draufstellen und das Knie gegen die Bank drücken. Du willst hier aktiv in die Außenrotation arbeiten. Das hintere Bein, das steht so weit, dass du dich gut stabilisieren kannst. Bewegung geht folgendermaßen. Du nimmst den Kabelzug hier richtig schön vor deine Brust. Punkt Nummer 1 ist, bisschen nach vorne und runter, bis du eine Dehnung spürst. Kann auch sein, dass du die viel eher merkst. Kann auch sein, dass es hier schon ist. Aber du willst ein bisschen in die Hüfte aktiv reingehen. Stell dir vor, Hüfte geht nach hinten. Okay? Weil, was wir dadurch bekommen, ist auch wieder Beckenkippung nach vorne. Und dann geht die Bewegung so ein bisschen, dass du dich leicht in Richtung des Kabelzugs ziehen lässt. Und das sollte die Dehnung extrem erhöhen. Und ich mache das gerade auch bei meinem schlechten Bein, welches 15 Jahre mein Standbein beim Fußball war. Das ist super angenehm. Du gehst hier schön in die Spannung, 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 kannst dich auch ein bisschen nach vorne ziehen lassen. Und dann mit dem Druck der Hüfte in die Bank willst du aktiv aus der Hüfte raus. Also runter, vor, Rotation. Und aktiv raus. Okay? Alles klar. Der Bankwinkel ist in dem Sinne dann auch wieder ein Steigerungsgrad, wie fordernd das Ganze ist. Exakt. Je weiter runter, desto schwieriger. Wie frustrierend. Okay. Also, wir starten erstmal. Sehr schön. Hinteres Bein, genau. Und was ich gerne anleite, ist hinteren Fuß richtig schön gerade. Warum? Das ist nicht einfach nur ein Pet Peeve von mir, dass ich sage, es muss alles gerade und symmetrisch sein, sondern was passiert, wenn ich darauf achte, meinen Fuß gerade zu stellen, ist, dass mein Becken parallel ist. Und in deiner Kniebeuge hast du dein Becken parallel und nicht schräg. Und deswegen wollen wir da jetzt schon drauf achten. Okay. Genau. Knie will richtig vorne dran. Sehr schön. Du gibst Druck mit dem Knie gegen die Bank. Nice. Als willst du es weiter aufdrehen. Sehr schön. Becken schön parallel halten. Jawohl. Geh nach vorne in die Dehnung. Rücken lang. Jawohl. Und dann halt das mal richtig schön hier vor der Brust. Und dann dreh dich hier rein. Und jetzt lass dich davon noch so leicht nach vorne ziehen. Und hier solltest du mehr Dehnung merken. Ja. Wichtig ist, du musst aktiv hier reinarbeiten. Denn was ich nicht möchte, ist, dass du einfach nur in diesem Winkel jetzt Druck im Knie hast. Wenn du den nicht aktiv über die Hüfte ableitest, kann es sein, dass ich hier extrem viel Druck im Knie Hier den sammle. meisten Druck. Warte mal, wenn ich den Fuß ein bisschen aufstelle. Ja, genau. Kannst auch gerne noch ein bisschen... Ja, jetzt kann ich reindrücken. Okay, sehr schön. Weil in dieser Position kann eine Problematik sein, dass dein Kniegelenk hier nicht dreht, sondern fixiert ist. Es ist nicht ideal, okay? Es ist nicht natürlich, ja? Den Begriff verwende ich selten, aber wir wollen nicht unbedingt eine fixierte Tibia und dann mit dem Oberschenkel so viel Last da drauf bringen. Deswegen bitte aktiv aus der Hüfte hier gegendrücken, damit der meiste Druck eher hier auf der Außenseite des Oberschenkels sich befindet, viel eher sogar noch hinten im Glut und nicht hier auf dem Kniegelenk. Ja, ich merke es an der Außenseite und im Glut, gar nicht in der Vorderseite. Ja? Was mir jetzt geholfen hat, ist den Fuß höher zu stellen, dass sich der Winkel verändert. Sehr schön. Kannst du noch mal bitte das Becken ein bisschen paralleler? Merkst du, dass du ein bisschen so stehst? Yes, genau. Und hol das Becken richtig schön nach vorne. Also stell dir vor, du willst das hier machen. Genau. Yes, genau. So, und jetzt richtig schön hier rein. Becken kippt runter. Jawohl. Und dann geh richtig schön nach vorne. Vor. Yes. Merkst du im Glut? Ja. Nice. Und jetzt aus dieser Dehnung aktiv rausdrücken und nach oben kommen. Nice. Hüfte hoch. Yes, genau. Aktiv rausdrücken. Sehr schön. Und nochmal. Schön in die Rotation. Komm rein. Vor. Gut. Dehnung spüren und zack, raus. Kannst du ein bisschen so in die Hüfte einsinken, also so ein bisschen runtergehen. Genau. Stell dir vor, du schiebst den Hintern da hinten hin. Genau. Und raus.
teste bitte nochmal deine Kniebeuge und dann machen wir die andere Seite. Ja, ich merke auch, dass ich auf der linken Ferse wesentlich mehr Kontakt habe als auf der rechten. Nice. Also genau das, was Cool. ich gerade meinte. Ja. Sehr schön. Hammer. Da wollen wir hin, in genau diese Richtung. Ja. Okay, good job. Dann machen wir das Ganze nicht so rum, sondern wir bleiben genau hier und wir bringen einfach nur das Ding Den da anderen vorne. Kabelzug, ja. Weißt du, drehst du um, machst du direkt dieselbe Seite. Okay. Versuche meine Position zu finden. Genau, alleine diese Position ist schon herausfordernd genug. Ja. Ne? Du kannst auch hier nur mit deinem Körpergewicht vor und zurück arbeiten. Wie so eine Art Good Morning. Yes, genau. Hüfte nach hinten rein. Genau, du machst dich richtig schön lang. Stell dir vor, das ist wie ein Romanian Deadlift, okay? Nice, good job. Und dann lässt du die Rotation ein bisschen unterstützen von dem Kabelzug und gehst in diese Richtung. Stell dir aber trotzdem noch vor, es ist ein Romanian Deadlift. Hintern geht hinten zur Wand. Nice, good job. Denk dran, hier richtig schön gegen. Yes. Wunderbar. Mit dem Druckpunkt habe ich noch nicht so das, wo ich sage, ich kann da richtig schön gegenschieben. Warte mal. Das finden wir aber. Das ist immer individuell. Muss schön angepasst sein. Becken sieht gut aus. Hinterer Fuß gefällt mir. Es kann auch sein, dass wir jetzt vielleicht die Bank ein bisschen nach hinten setzen müssen. Auch das könnte sein. Geht in die richtige Richtung. Jawohl. Sehr schön. Kurze Frage, wie merkst du die Seite im Vergleich zur anderen? Merkst du gleiche Seiten, gleicher Bereich? Gut. Jawohl. Und genau dieses Aufdrehen ist nicht nur Oberkörper, ist vor allem aus der Hüfte raus. Wieder die Analogie, wie als würdest du dich beim Deadlift aufrichten. Nice. Weil dann kommt die Glute-Kontraktion zustande. Ja. Ja. Und wir haben dieses leichte Contract Relax. Okay. Oh. Teste bitte nochmal eine Kniebeuge. Eine Minute, ein paar Sekunden. Aber es ist das ist Wahnsinn. Ich mache mein Leben nichts anderes als Sport und beschäftige mich damit, wie mein Körper im Raum zum Kabelzug steht und so weiter. Und du setzt mich ja einmal in eine Bewegung, die ich noch nie gemacht habe, bin fix und fertig. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist schon mal schön. Ja. Aber das ist geil. Das sagt mir wieder, das sind genau diese Punkte, wo ich merke, da ist etwas, was ich nicht kann, wo mein Körper sagt, ey, das ist zu viel, er muss adaptieren. Also so gehe ich halt immer rein, ne? Ja. Hammer. Voller Fersenkontakt, aber trotzdem würde ich sagen, eine vernünftige Knieflexion. Und das ohne meine Schuhe mit Fersenerhöhung. Das heißt, wir gar nicht wissen, wie es wäre im Umkehrschluss. Jetzt natürlich nur die große Frage, es ist ja schon irgendwo eine statische Dehnkomponente mit drin. Das vor dem Training könnte gegebenenfalls dafür sorgen, dass meine Performance in den großen Übungen, Beinpresse, Kniebeuge, Hackenschmidt, gemindert wird. Kommt auf Oder die würdest du sagen, Intensität an. ja, Wie intensiv war das jetzt für dich? schon sehr von der Dehnung. Das merkst du auch jetzt sehr. Demnach, Möglichkeit, das anzupassen. Du machst es ohne Kabelzug. Machst nur die Variante, in der du hier reingehst, weil du hast ja trotzdem eine aktive Komponente, indem du aktiv die Hüfte zurückschiebst, schön hier reindrückst und dann richtig schön rausgehst. Bedeutet, es ist letztendlich genau das Gleiche, was die Hüfte hiermit tun muss. Und dementsprechend sollte es nicht performance-mindernd sein. Aber also jetzt im Umkehrschluss, wenn ich an mein Programmdesign denke, zum Beispiel das ohne Gegengewicht vor dem Training, weil ich ja auch den direkten Übertrag gerade spüre, Ja. zusammen mit dem, was wir auf dem Boden gezeigt haben, Ja. mit den Füßen. Und das mit Gewicht dann zum Beispiel in einer Extra-Einheit an einem Pausentag zu machen, zum Beispiel, Bestes wo ich Beispiel. dann jetzt auch diese Sachen aus Teil 2, den ihr hoffentlich alle schon abgecheckt habt, für die Außenrotation, kombiniere, um mir halt mein individuelles Mobility-Programm, ist immer schwierig für mich Mobility zu sagen, weil
das, was die meisten Leute hinterm Bildschirm unter Mobility verstehen, widerlegen wir, glaube ich, hier gerade sehr, mein eigenes Mobility-Programm zu erstellen, was dann genau diese Probleme bedeckt. So. Exakt. Ja, richtig gut. Aber Wahnsinn. Dieser Fersenkontakt. Du drehst auch weniger. Eine Sache, die ich oftmals beobachte, ich zeige es einmal kurz, ist, dass nicht nur dieses Einrunden passiert, sondern dass je weiter die Leute runtergehen, die Füße mehr und mehr ausdrehen. Ja. Eben weil die Hüfte nicht ausdreht. So, wir haben jetzt die Funktion der Außenrotation der Hüfte verbessert und dadurch musst du auch weniger hier hingehen. Und dementsprechend, das kann so ein Test sein, den du mal durchführen kannst, wenn bei dir die Füße sich ausdrehen, spricht das in der Regel dafür, dass du ein bisschen mehr Außenrotation brauchst. Dann haben wir den Teil eigentlich gut gefunden, oder? Also ich denke, wenn ich den jetzt progressiv weiter belasten würde, würde ich mein Problem wahrscheinlich schon relativ sicher lösen können. Wie sieht es mit der internen Rotation aus? Ja, die Innenrotation. Innenrotation, wir können dieselbe Idee verwenden, nur wir verändern das jetzt ein bisschen. Was es ja auch wieder sehr effizient machen würde, Total. den Trainingsumstand zu schinden, indem wir einfach durchspielen. Wir haben uns den Kabelzug schon gesichert. So. Und zwar würde ich gerne erstmal, weil die Innenrotation zu trainieren ziemlich prekär sein kann. Okay. Deswegen sollte man da auch nicht sofort mit High Load und Widerstand arbeiten, weil die Innenrotation, was ist im Gelenk los? Bei der Außenrotation ist eine Sicherung des Gelenks. Ich wollte dich gerade fragen, es ist wie in der Schulter, oder? Externe Rotation ist in der Regel immer gut. Wegen Sicherung der Muskulatur, Genau. ja, sie wickeln sich um das Gelenk an. Und in der Rotation ist immer verletzungsanfällig, ich muss aufpassen. Genau, weil es in die Maximally Loose Pec Position geht. Genau. Und so ist es in der Hüfte auch zu sehen. Ja, sehr, sehr ähnlich. Da ist natürlich noch so ein bisschen anders, weil es natürlich Knochen umschlossen ist, aber trotzdem. Deswegen Piano Piano, wie der Italiener sagen würde. Okay, von hier gehst du mal folgendermaßen vor. Du stellst das Bein in die Innenrotation. Und was du jetzt mal bitte probierst, ist einfach mal erstmal aufdrehen und reindrehen. Beim Reindrehen bitte ich dich, auch hier wieder rein zu drücken. Und das so ein bisschen mit Rumpfverbindung und dann wieder rausdrehen. Okay? Das einfach nur mal über deine Hüfte zu steuern. Beziehungsweise über dein Becken zu steuern. Kann auch sein, dass es too much ist. Ich würde fast schon sagen, das ist too much. Wir versuchen es mal. Den Fuß stelle ich auf welche Höhe ungefähr? Der Fuß sollte so ein bisschen näher dran sein, weil du willst relativ zentral stehen. Du willst ja dein Becken schön drehen. Also es sollte nicht zu weit, wenn du zu weit weg stehst, dann kannst du dein Becken nicht mehr drehen. Also würdest du sagen, so geht das in die richtige Richtung? Genau. Und dein Ziel ist jetzt, dass du dein Becken, stell dir vor, du willst in einem Halbkreis nach hier vorne bringen, während du hier reindrückst. Also ich drücke das Knie rein und rotiere meinen Oberkörper da lang. Genau. Nicht nur dein Oberkörper. Die Bewegung sollte aus dem Becken kommen, okay? Das Becken will hier reindrehen. Genau. Und dann dreh mal dein Becken raus, also den Punkt der Hüfte auf. Nice. Okay. Und dann wieder den Punkt des Beckens nach hier vorne. Halbkreis nach vorne, drück hier rein, drück hier rein. Jawohl. Gerne ein bisschen mit ausatmen, damit wir den Teil des Rumpfes noch ein bisschen mit einarbeiten. Okay, dann drehst du dich wieder raus. Und dasselbe würdest du jetzt machen, wenn du es unterstützen willst, ja, dass du halt hingehst und damit in die Rotation drehst. Weil du jetzt natürlich in die Bewegungsrichtungen, die du rein willst, mit Widerstand gehst. Okay? Sollte relativ einfach Sinn ergeben. Du willst ja hier rein, das heißt von hier muss ungefähr die Last kommen. Wir können es auch sogar noch ein bisschen mehr von hinten machen, aber oder ein bisschen mehr von der Seite sogar. Ja, okay. Das war gut umsetzbar. Prinzip ist klar, den Druck aufzubauen mit dem Knie in die Bank und dann auch wieder diesen Gegenzug sozusagen, indem ich es auseinanderziehe. Also einmal aktiv die Innenrotation
auszuführen. Aus und dann der Hüfte raus. Genau. Und dann die Komponente des Beckens mit hinzuzubringen. Das war ein wichtiger Punkt, nicht nur den Oberkörper dorthin zu drehen, sondern hier raus zu rotieren. Der Oberkörper folgt eigentlich nur, weil das war jetzt wieder das Erste, was ich intuitiv gemacht habe, den Oberkörper zu schieben, aber das ist, hier muss geschoben werden. Ja. Und da haben wir eine Sportspezifik, wenn wir jetzt uns Ballsport angucken. Jegliche andere Leichtathletik, Sprung, Laufbewegung oder sonstiges. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Richtungswechsel. Ganz kurze Ausführung aus einem anderen sportlichen Bereich. So, die Ready Position ist an sich in der Innenrotation der Hüfte. Ja. So, ich will aber ja jetzt nicht, wenn ich meine Richtung wechsle, mit meinem Oberkörper drehen und meine Hüfte bleibt hier stuck, sondern die Bewegung kommt aus dem Becken und der Hüfte, das hier, und der Oberkörper folgt. Ja, und das gleiche Prinzip wenden wir hier an. Wir machen es jetzt halt ganz spezifisch für die Innenrotation, um deine Kniebeuge zu verbessern. Aber dasselbe Prinzip gilt auch für andere Sportarten. Deswegen ist diese Innenrotationsübung genauso auch für Leute geeignet, die zum Beispiel eher in Laufsportarten Richtungswechsel viel haben im Sport. Genau. Schön aufdrehen, Position des Beckens hier finden und deswegen auch so nah ranstehen, dass du hier auch aktiv aus dem Becken schieben kannst und arbeiten kannst. Jawohl. Wunderbar. Genau. Ich hätte noch eine kleine Intensivierung, wenn noch geht. Okay, mach mal weiter. Mach mal. Und komm mal mit dem Fuß. Dreh mal mit dem Fuß. Dreh mal mit. Dreh mal mit. Ja, 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 ja. Genau. Jetzt solltest du noch ein bisschen mehr dein Becken. Ah, there you go. Okay. Good job. Und bei der Innenrotation, da du mich nach Trainingsparametern fragst, würde ich tendenziell erstmal weniger machen. Wo in der Außenrotation vielleicht so 3 Sätze sich total geil anfühlen, würde ich bei der Innenrotation vielleicht sogar erstmal mit einem Satz anfangen. Weil nochmal, es kann sich auch schnell nicht gut anfühlen. Und hier noch ein Punkt. Die Innenrotation ist relevant für den Spagat. Also das ist der Start für dich, für das Spagattraining. Ja. Da hätten wir mal den Ausgangspunkt dokumentieren sollten, weil das wird das Videoprojekt, wenn ich Leon das nächste Mal besuche, dann nur, um ihm vorzuführen, wie ich den Spagat mache. Etwas, was du vielleicht bemerken kannst, dass du aufrechter bleibst. Das könnte, ich glaube nicht, dass sich großartig was am Druckpunkt der Ferse verändert. Ich muss aufrechter bleiben, um mehr Quadrizepsaktivierung zu haben. Also langfristig definitiv. Aha. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das hin? Ja, Innenrotation ist wie gesagt ein Teil davon, wegen der Komponente des Beckens. Ja. Wie hat sich das gerade für dich angefühlt? Ich merke eine sehr starke muskuläre Belastung jetzt durch das, was wir gemacht haben. Das könnte jetzt dazu führen, dass ich erstmal weniger wie du gesagt hast, nach der externen Rotation hat es sich fluffiger angefühlt, besser angefühlt. Jetzt merke ich eher so dieses Belastung, also auch die Adduktoren und so, das ist jetzt alles so am Kämpfen. Weil Adduktoren stehen zusammen in der Innenrotation. Ja? Das heißt, die Innenrotation unter anderem kommen über die Adduktoren. Ja. Demnach, wenn wir in die Außenrotation gehen, gehen die Adduktoren auf Dehnung und Länge. Ja, das heißt, möchte ich das hier verbessern, muss ich Außenrotation der Hüfte trainieren oder wir gehen in die Dehnung, in die Länge der Adduktoren. Möchte ich mehr Aufrechtbeckenkippung trainieren, kann ich Innenrotation oder Adduktion trainieren. Jetzt ist die große Frage für mich, warum reicht es denn eigentlich nicht, eine Adduktorenmaschine und eine Abduktionsmaschine sozusagen zu machen?
um diese Bereiche zu kräftigen. Weil wir haben ja auch schon festgestellt, mein Medius zum Beispiel ist super stark ausgeprägt, also optisch zumindest. Und mein Adduktor auch, tendenziell. Mein Adduktor ist sogar stärker als der Quad. Und ich bin gerade dabei, halt alles quadlastiger zu gestalten, um den Adduktor also um das zu kompensieren in der Optik halt her. Ja. Das heißt, man könnte eigentlich meinen, dass diese Muskelbereiche bei mir sehr gut entwickelt sind. Warum führt es trotzdem dazu, dass ich nicht diese Stabilität in diesen wichtigen Endranges aufrechterhalten kann? Und Umkehrschluss, Folgefrage, warum setze ich mich nicht einfach zur Hölle nochmal in eine Adduktorenmaschine und mache hier solche Übungen? Ja, also bezüglich der, warum du da nicht in dem Bereich gut bist, würde ich sagen, auf Basis der Spezifik. Weil die Probleme entstehen ja ab einem gewissen Flexionsbereich der Hüfte. In der Adduktoren- und Abduktorenmaschine bist du nur auf 90 Grad. Das bedeutet, du wirst gut in dieser Range. Alles, was darüber hinausgeht, nicht. Und das ist ja relevant für die unterste Position, wo ich einkippe. Exakt. Ja. Und was auch nicht passiert in der Abduktoren- und Adduktorenmaschine ist die Funktion des Beckens. Es ist nur Hüfte. Und das, was der Hüftkopf im Gelenk macht. Zum Beispiel sehe ich es sehr selten, zumindest wenn ich Menschen beobachte, die Bodybuilding spezifisch trainieren oder mir irgendwelche Videos darüber angucke, dass auf die Komponente der Beckenkippung eingegangen wird bei der Abduktion und Adduktion. Wie ich gerade gesagt habe, wir können die Innenrotation verbessern über Adduktion. Und es gibt auch Leute, mit denen ich arbeite, dass wir uns an eine Adduktormaschine setzen, weil die eben so ein Close Angle Pain in der Innenrotation haben. Das kann helfen. Aber wie können wir in mehr Kontraktion gehen, wenn es um die Adduktoren geht? Du setzt dich in die Adduktorenmaschine und je weiter du zusammengehst, desto mehr musst du dein Becken nach vorne kippen, um auch den Ursprungsbereich der Adduktoren mit zu integrieren. Und das wird nie gemacht. Richtig. Ja, wer sitzt hier drauf und macht dann das hier? Niemand. Könnte das aber dafür helfen? Definitiv. Weil dann haben wir nämlich die Komponente Hüfte plus Becken. Selbes machen wir hier. Und demnach sage ich ja immer wieder entlang des Teil 2 oder hier auch, dass das Training spezifisch ist und wir herausfinden müssen, welcher Reiz für deinen Körper relevant ist. Das ist nur eine Form, wie wir die Innenrotation bearbeiten können. Ich kann auch mit dir daraus einen Hip Thrust machen. Ja, das mache ich ist eine Übung, die baue ich super gerne mit ein. Das heißt, wir verbinden Innenrotation plus Extension, weil ich will ja aus der tiefsten Position stark sein, in der Innenrotation in die Streckung zu gehen. Also auch das könnte eine kombinatoriale Möglichkeit sein, diese Funktion zu unterstützen. Also kurzum, reicht diese Maschine aus? Sie könnte eventuell ausreichen, wenn du alle Komponenten, die relevant sind für deine Zielbewegung, mit integrierst. Dann die Frage, kann ich einfach nur Adduktion, Abduktion, würde auch dahingehend noch die Komponente mit hinzufügen der Funktion eben, wie weit gehst du in diese Position. Ja. Weil ich sehe kaum eine Adduktionsmaschine, in der du in die maximale Flexion gehst. Wäre das relevant und sinnvoll? Ja, definitiv. Spannend. Geile Antwort, danke dir. Ja, weil das sind genau diese, denkt man ja so. Okay, ich will diesen Muskelbereich aufbauen, da steht eine Adduktionsmaschine, auf geht's. Aber dass man halt in dem Teil der Bewegung ja gar keine Probleme hat, dass ich ja hier bei dieser 90-Grad-Position gut aufgestellt bin, dann brauche ich nicht daran arbeiten, sondern für mich geht es daran zu arbeiten, dann wirklich hier in diesem Bereich diese Stabilität zu erlangen und genau in der Endrange stark zu werden. Exakt. Ja. Und demnach wieder zurück. Ich hatte beim Teil 2 das Moving Rear Flywheel mal kurz genannt, wo für mich am obersten Punkt die Körperwahrnehmung steht, weswegen ich immer wieder frage, wie fühlst du dich da drin? Das ist ganz intentional, dass ich das frage. Und das dann in dem zweiten Bereich ist die Kontrolle. Wie definiere ich das? Kontrolle über Gelenk und Muskulatur. Was du jetzt beschreibst in Bezug auf die Adduktor- und Abduktormaschine ist Kontrolle über den Muskel. Aber auch da habe ich noch eine Komponente mit hinzugegeben, wie wir die Kontrolle des Muskels erweitern können, indem wir nämlich die Komponente des Ursprungs, nicht nur des Ansatzes, mit hinzubringen. Und dann die Kontrolle des Gelenks habe ich noch mit in die Idee integriert. Das heißt, was ich jetzt gerade ausführe, ist nur noch mal das Konzept zu geben, wie ich denke, hinter der Antwort, die ich gegeben habe. Sodass wir dann im Bereich der Kraft, was nämlich nach der Kontrolle kommt, spezifisch arbeiten können und bestenfalls nicht eingeschränkt sind, schmerzfrei sind, beweglich genug sind und stark sind. Ja. So wie ich gerne sage, stark, beweglich, schmerzfrei. Sehr gut.
Meine Gedanken, die sich jetzt zum Beispiel noch kreisen, ist, würde auch so ein Konstrukt an Übungen nach meinem Training Sinn ergeben, um langfristig Beweglichkeit herzustellen, weil für mich steht natürlich die Performance im Training an allererster Stelle. Ja. Ich kann nicht riskieren, dass das verstehe mich jetzt nicht falsch, aber aus meiner Bodybuilding-Sicht, das ist jetzt mir Dass irgend so ein Spökes. Nein, dass irgendeine Mobility-Übung, Ja, meine klar. Bodybuilding-Übung, Ich verstehe, was du meinst. das ist von der Gewichtung halt her einfach. Ja. Du würdest das Gegenteil sagen. Du würdest wahrscheinlich sagen, dieser scheiß Bizeps-Curl, der ist bei weitem nicht so wichtig wie mein Handstand, weil der bietet mir so viel mehr Ja, okay, in meinem Zielbereich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ohne das werten zu meinen. Aber wäre es zum Beispiel auch möglich, ich mache mein Bodybuilding-Training, was ja im Großen und Ganzen gut funktioniert, aber ich möchte mich halt verbessern. Ja. Und mache dann zum Beispiel nach dem Training auch als eine Art Cool-Down auch wieder, ich merke auch jetzt schon wieder, durch die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, wie ich extrem runtergefahren bin. Also Parasympathikus ist voll da. Ich bin so ein bisschen down, benebelt, so wie es halt sein sollte eigentlich auch nach dem Training. Dass man das auch eher so eine Art als Cool-Down nutzt, aber trotzdem die Vorteile in Bezug auf die Beweglichkeit nimmt, um in der nächsten Trainingseinheit gegebenenfalls davon zu profitieren. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Und gehe immer Ich davon aus, wage zu bezweifeln, dass du nach einem intensiven Beintraining dafür überhaupt noch Kapazitäten hast. Du hast ja jetzt gemerkt, wie hoch die koordinative Komponente davon ist. Denk mal wirklich an dein Beintraining. Wenn du auf dem Bell Squat irgendwie deine, was hast du da im das Gym draufgeladen? Gut, die ist auch sehr, da kann man ordentlich draufladen, ne? Diese komische Hebel. Ich habe mich auch gewundert, wie viel ich da drauf packen kann. Riesenunterschiede. Ja, aber im Grunde genommen, du hast dich komplett weggescheppert. Und mein Anspruch an Training ist, eine Sache, die ich von meinem Gewichthebecoach damals gelernt habe, der sagte, Grüße an Björn, Training heißt über Bewegung nachzudenken. Ist es dann noch Training, wenn du koordinativ komplett eigentlich Fritte bist? Und ja, das kann dich runterbringen, aber diese Form, die wir jetzt gerade gemacht haben, da würde ich einfach sagen, da holst du nichts raus, wenn du wirklich intensiv das trainieren willst. Mach das lieber als separate Einheit oder mit etwas weniger Gewicht, wo du noch frisch bist vorm Training. Gute Punkte. Und wenn du das nach dem Training machen willst, um dann noch ein bisschen Beweglichkeit rauszuholen, dann mach lieber Bewegungen und Übungen, die dich auch wirklich runterbringen, wie wir im ersten Teil besprochen haben, die eher im Bewegungsspektrum Richtung Flexibilität und Dehnung gehen. Wo du auch wirklich runterkommst. Wo dann auch das Ziel des Cooldowns nicht nochmal, ich mache mal so ein bisschen Pseudo-Beweglichkeit, sondern ich komme wirklich runter. Ja. Ja, und dafür sich Zeit zu nehmen. Weil, auch sind wir ehrlich, nehmen sich dafür die Leute nach dem Training Zeit. Habe ich bis vor noch wenigen Wochen lange Zeit nicht mehr gemacht, weil ich so in meinem Trainings- und Bewegungs- und ich muss arbeiten und Business und bla Film war. Da habe ich einfach nur Training durchgezogen, fertig und habe mir am Ende des Trainings keine Zeit mehr genommen. Bis ich meine Freundin dann darauf hingewiesen hat, du Leon, du bist ja schon ein bisschen gestresst, ne? Also du weinst mir hier irgendetwas vor, dass du so gestresst bist und alles Mögliche. Wie wäre es denn mal, wenn du ein bisschen Übung wieder in Entspannung investierst? Und so wäre für mich das Cooldown die Zeit, die ich auch mittlerweile nutze, um dann wirklich runterzukommen. Ja. Weil das macht ja auch beweglicher. Ja, gute Punkte. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Aktueller Evidenzstand, wenn ich mich statisch stehen will, um meine Flexibilität zu verbessern, soll ich so ungefähr auf ein Gesamtwochenvolumen von 5 Minuten kommen für den Muskelbereich und sollte das idealerweise auch in einer sehr hohen Frequenz über die Woche verteilen, dass ich zum Beispiel 5-mal die Woche 1 Minute mache, irgendwie um den Pectoralis aufzudehnen, um mehr Beweglichkeit dahingehend zu erlangen. Würdest du da mitgehen oder ist dein Kenntnisstand ein anderer, auch gerade aus der praktischen Erfahrung? Weil scheiß auf jede Studie, was du in der Praxis siehst, was Ergebnisse produziert, ist natürlich auch ein sehr, sehr wertvoller Input, den ich halt gerne mitgeben würde. Falls man denn zum Beispiel sagt nach dem Training, okay, für sowas reicht's jetzt nicht mehr, aber ich möchte zum Beispiel einfach diese Pigeon-Pose, Taubenpose, machen, um einfach den Bereich zum Beispiel zu dehnen. Ja. Wie ich damit umgehe im Training ist, um einen Parameter zu geben, nehmen wir jetzt den Pigeon Stretch. Mache ich eine Dehnung, dann bewege ich mich pro Satz 2 bis 3 Minuten. Also ich bleib hier in dieser Position und bleib wirklich so, bewege mich so lange, bis ich merke so, okay, ich komme weiter rein, komme weiter rein, komme weiter rein. Dementsprechend Parameter, wenn es um Dehnung geht, gehe ich persönlich so vor und gebe das auch meinen Coaches, meinen Klienten mit, dass ich sage, geh in diese Position und bleib in dieser Position, bis du dich wirklich gut fühlst und entspannen konntest.
wenn das Ziel Dehnung und Entspannung ist. Wir haben jetzt von Cooldown geredet, wir haben von nach dem Training geredet. Okay. Das heißt, geh so lange in die Position, bis du wirklich merkst, du bist entspannt. Weil das ist ja die Sache, die wir da erreichen wollen. Also ist das unser Parameter, nicht wie lange. Weil das kann heißen, dass ich das nach einer Minute erreiche, weil mein Training vielleicht auch relativ low intensity war und eigentlich ganz gut verteilt von der Intensität und so weiter. Und ich in der Hüfte dann merke, ich kann da relativ schnell loose werden. Es kann aber auch sein, dass du super lange brauchst. Und wenn du merkst, dass du da jetzt so 3, 4, 5 Minuten hängst, ja, wäre vielleicht Zeit einfach generell dich auszuruhen und nicht lokal versuchen, einen Muskel zu entspannen. Und dann geh lieber in die richtige Regeneration, also geh schlafen. Ja. So. Ja, super wertvolle Punkte. Genau das hatte ich mir davon versprochen. Denke ich, war nochmal ein guter Take. Würdest du dem nochmal was hinzufügen? Ich denke, wir haben jetzt gezeigt, dass Probleme im Sprunggelenk vielleicht gar nicht im Sprunggelenk liegen oder selbst wenn, dass das Sprunggelenk auf andere Art und Weise bearbeitet werden sollte, als viele Protagonisten im Internet, ich auch eingeschlossen, vor nicht allzu geraumer Zeit noch, das kommunizieren, dass wir einfach in verschiedene Bereiche arbeiten, aber halt vor allen Dingen auch die Hüfte aktiv mit einbeziehen, um einfach diese, und wir reden immer von der Kniebeuge exemplarisch, aber wir meinen natürlich auch eine Beinpresse, wir meinen alles, wo eine Knieflexion irgendwo dran beteiligt ist, dass man da einfach anders rangeht in diesem Bereich. Würdest du noch irgendwas mitgeben wollen, wodurch der Zuschauer profitieren kann, seine Beweglichkeit in diesen Bereichen zu verbessern, oder würdest du sagen, darauf erstmal konzentrieren, dann kommen wir schon ziemlich weit? Also wir haben natürlich super viele Sachen abgedeckt und ich würde einfach simpel sagen, das Ganze ist eine Reise wie auch jede Form von Training. Ja. So, das braucht Zeit, das braucht Geduld, das geht nicht von heute auf morgen. Und auch wenn wir diese Tests machen mit vorher, nachher und es ist dann vielleicht auch eine signifikante Veränderung da. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eine langfristige Veränderung, keine direkte, sofortige Veränderung. Wenn das da ist, ist das schön, nimm das mit. Aber Ziel ist in erster Instanz, dass du dich mit deinem Körper beschäftigst. Und zwar auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht vorher noch nicht getan hast. Denn Anpassung im Nervensystem passiert vor allem auf Basis von 2 Dingen. Nämlich einen neuen Reiz, Novelty, zu geben oder einen regelmäßigen Reiz zu geben. Wiederholung. Ja, also Novelty und Repetition. Und um diese beiden Dinge geht es auch, wenn es um Schmerzen geht, die vielleicht mit Beweglichkeitseinschränkungen zu tun haben. Um diese Sachen geht es mit Beweglichkeitseinschränkungen, die eine Funktion erfüllen, eine tiefere Kniebeuge oder was auch immer. Das ist alles, braucht Zeit und es braucht vielleicht andere Reize, als du bisher gewohnt bist. Weil die Form, wie du dich bisher bewegt hast, hat dich unter anderem zu dem gebracht, wie du dich jetzt gerade bewegen kannst oder nicht bewegen kannst. Simples Beispiel, ich war Fußballer, mein Standbein war 15 Jahre hier und ich habe 15 Jahre das gemacht. Das bedeutet, meine Außenrotation hier ist super, super beweglich. Meine Außenrotation hier, seht ihr jetzt schon, ist super, super nicht beweglich. Und ich arbeite schon seit mehreren Jahren daran. Ist das sinnvoll, maximal das auszugleichen? Nein, das ist nicht das Ziel. Aber es ist ein Ziel, dass ich mich besser fühle in meinem Körper. Und ich habe mich nach 15 Jahren Leistungsfußball, 15 Jahre die ganze Zeit nur so, die ganze Zeit nur so, die ganze Zeit nur so, scheiße gefühlt. Ich habe 2 Meniskusrisse davon, ich hatte die ganze Zeit Knieschmerzen und Probleme in der Hüfte. Dann habe ich mich mit meinem Körper beschäftigt und das ist, woran ich appellieren möchte, dass du dich mit deinem Körper beschäftigst, herausfindest, wie viel Leistungspotenzial ist da noch. Und ich hoffe, dass wir durch diese Ideen, die ich mitgegeben habe, nicht dieses, du musst Beweglichkeit trainieren, fokussiert haben, sondern vielleicht mehr, beschäftige dich mal mit deinem Körper und es gibt Mittel und Wege, dass du dich besser in Bewegung fühlst. Weil das ist das, worum es mir eigentlich ging, das zu vermitteln. Und dass es auch vielleicht Spaß machen kann und vielleicht auch nah an dem liegt, was dich für Training motiviert, nämlich der Fortschritt. Ja. Und da kannst du auch Fortschritt sehen. Und da brauchst du auch ein bisschen progressiven Reiz. Und das ist doch eigentlich genauso wie Krafttraining. Ja. Nur in eine andere Richtung. Und genau das ist auch der Punkt, wo ich euch bitten würde, probiert's aus, schreibt mal in die Kommentare, ne, wenn ihr schon immer eure Mobilisation im Sprunggelenk gemacht habt, nicht weitergekommen seid, probiert doch mal diese Sachen aus und lasst uns doch mal gerne in den Kommentaren einen Austausch kreieren, was es euch gebracht hat, wo ihr positive Erfahrungen gemacht habt, was gut funktioniert hat, um da einfach auch mal ein paar mehr Aspekte mit reinzubringen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen sehr, sehr wertvoller Input, aus dem ich wieder eine ganze Menge mitgenommen habe.
damit sind wir durch mit Teil 3, was eigentlich ein Video werden sollte. Aber ja, das war schön naiv. Leon, ich sag vielen lieben Dank. Super wertvoller Input. Danke dir, Danny. Und ja, damit sind wir jetzt auch durch.